Wir haben in diesem BMW F34, also das GT-Modell, jetzt die Variante Boxmor BMW DSP eingebaut. Dieses Set kostet komplett als reine Hardware 1.100 €, also 1.099 €. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, nein, ich möchte mir eigentlich lieber 200 € sparen. Da gibt es dann das BMW GT-System, passt sogar zu dem Fahrzeug richtig gut. Das Einzige, was da der Unterschied ist, dass diese Endstufe, die integriert wird, keinen eingebauten Soundprozessor hat, somit also am Klang nicht ganz so viel gefeilt werden kann, aber trotzdem genauso viel Power hat, gerade für den Bassbereich und für die Dynamik. Oder wer sagt, ey, ich bin sogar bereit, ich lege nochmal 200 € drauf, dann habe ich das BMW Extreme Set, ja, da habe ich dann bessere Tieftöner für den Under-Seat-Bereich, die können noch mehr Power ab, kriegen dann auch automatisch von der Endstufe mehr Leistung zur Verfügung gestellt und es liegt auch mehr Dämmmaterial mit dabei, das heißt gerade für die Bassfreaks, das wäre nochmal ein cooler Gag obendrauf, gerade mal 200 € mehr. Das Boxmor BMW DSP beinhaltet den Austausch folgender Komponenten. Das heißt, wir haben einen neuen Hochtöner integriert, wir haben einen neuen Mitteltöner integriert, wir haben eine Dämmung vorgenommen und wir haben unterm Sitz neue Under-Seat-Subwoofer drin und haben die Originalen ausgetauscht. Im Kofferraum haben wir eine neue Endstufe integriert. Die Gladden One 130.4 DSP, das ist die hier. Und die ist abgezweigt worden vom Sound her. Einmal von der originalen Hi-Fi-Anlage, also von dem Verstärker, der vom BMW installiert ist, haben wir sozusagen Signale weggenommen und unsere Signale auf die neuen Lautsprecher gefordert und haben die Stromversorgung von der Batterie hier weggenommen und damit haben wir jetzt sozusagen so gut wie keine neuen Kabel zu den Lautsprechern legen müssen, weil ja alle vorhandenen Kabel und Lautsprecher schon verkabelt waren bis zu diesem Punkt von unserer Endstufe vom Hi-Fi-System, womit wir jetzt mit dem Stecker, also mit Plug and Play, einfach das weggenommen haben, was wir brauchen und wieder dahin schicken, wo wir es hinhaben wollen. Und das ist der Sinn und die Sache von Plug and Play, von Boxmor. Das heißt, das originale Autoradio haben wir gar nicht angerührt, sondern wir sind einfach nur hier hinten im Kofferraum gewesen und haben die Lautsprecher ausgetauscht. That's it. Die Original-Endstufe von BMW bleibt deswegen auch drin, weil die hinteren Lautsprecher in diesem Auto nach wie vor über diese Endstufe versorgt und betrieben werden und wir nur das Signal für die vorderen Lautsprecher wegnehmen und wieder neu reinschicken. Unser Gladden Boxmor BMW DSP beinhaltet, wie es der Name schon sagt, DSP, eine DSP-Endstufe mit 4 Kanälen und zwar die Gladden One 130.4 DSP, wo wir auch ein Setup aufgespielt ausliefern für dein Fahrzeug. Also uns bitte genau bei der Bestellung Bescheid geben, welches Fahrzeug es ganz genau ist. Die VIN-Nummer bitte auch angeben. Und dann bekommen wir ein perfektes Sound-Setup für die ganzen Einstellungen für das Gladden-System, welches nachher aus diesem Under-Seat-Woofer, aus diesem 20 cm Subwoofer Under-Seat, also unter dem Sitz, beherbergt und den Mitteltöner und dem Hochtöner im Spiegeldreieck. Das Ganze ist ja Plug and Play, das heißt, wir haben jetzt die passenden Stecker mit dabei. Wir zwicken überhaupt gar nichts ab, wir machen nur noch abklicken, zusammenklicken und so weiter, weil alles da dabei liegt. Und auch unsere Frequenzweiche in der Türe nachher, wo den Hochtöner und den Mitteltöner befeuert, wird auch nur angeklickt. Und jetzt kommt der große Clou an der Sache, ist, dass wir auch den originalen Anschlussstecker von der Hi-Fi-Endstufe von BMW direkt bloß abklicken müssen. Den klicken wir da wieder mit an und schließen zum Schluss wieder den Originalverstärker mit an. Wir greifen sozusagen nur die vorderen 2 Kanäle ab und nehmen auch die Lautsprecherkabel von den ganzen vorderen Lautsprechern, also von denen, wo die Türe drin sind und den Under-Seat-Woofern und können die neu befeuern und hauen da natürlich jetzt richtig geilen Dampf drauf und tauschen natürlich die Lautsprecher hier aus. Im Lieferumfang dabei ist auch ein USB-Kabel, damit man seinen Prozessor
von der Endstufe hier per USB-Anschluss mit dem PC, mit dem Laptop verbinden kann, um auch die Software entsprechend zu steuern, was nicht zwangsläufig notwendig ist, wenn ihr das ganze System von uns kauft. Wir spielen euch die passende Software ja schon drauf. Falls ihr euch wundert, warum nur eine Seite an Lautsprechern da liegt, die zweite Hälfte habe ich bereits schon verbaut, deswegen liegt auch nur noch halb so viel Dämmmaterial hier, weil auch dieses Dämmmaterial ist im Auslieferungszustand mit dabei und ich zeige euch jetzt die andere Hälfte, und zwar die Fahrerseite, wie man die Lautsprecher einbaut und natürlich wie die Endstufe hinten im Kofferraum installiert wird und ebenfalls angeschlossen wird. Fangen wir an, die Lautsprecher unter dem Sitz rauszubauen. Dazu müssen wir jetzt 4 Schrauben lösen, die den Sitz halten. Das sind 50er Torx und machen mal den ganzen Sitz so weit lose, dass wir ihn umklappen können. Jetzt kippen wir den ganzen Sitz nach hinten, stecken ihn unten nicht ab, weil dann brauchen wir auch mit Airbags und so weiter gar keine Befürchtungen haben. Wir kommen nämlich problemlos hin. Hier wäre noch eine Steckverbindung. Lasst die einfach dran. Wir schrauben das unten drunter einfach raus, den Lautsprecher. Das waren jetzt 4 Torx-Schrauben, 4 20er Torx. Das Gitter können wir auf die Seite legen. Und jetzt brauchen wir noch eine 10er Nuss, um die 2 Schrauben aufzumachen. Und jetzt, wenn die 2 Schrauben gelöst sind, können wir das ganze Ding hier anlupfen und rausmachen. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, da an der Seite sind noch Kabelführungen mit dran gemacht. Die kann man wegkrippen. So, einmal weg. Und da ist, glaube ich, nochmal irgendwo was, richtig. Hier drunter nochmal. So, jetzt haben wir die 2 weg. Und jetzt können wir den rausziehen. Und da haben wir nur noch den Stecker, den wir rausmachen. Und jetzt haben wir den alten Tieftöner in der Hand. Bei BMW gibt es unterschiedliche Versionen, wie das da unten drin festgemacht ist. Beim letzten Mal hat man hier das alles verklebt. Da kann man mit dem Heißluftföhn das Ganze erwärmen und dann rausziehen langsam. In dem Fall hier aber haben wir 4 Schrauben drin, die den Lautsprecher fixieren. Und jetzt können wir den ganzen Lautsprecher hier rausnehmen und haben die Vorbereitung. Und im Lieferumfang liegt auch so ein Material mit dabei. Hier, das ist so ein Schaumgummi. Für unterschiedliche Varianten, weil die andere Variante, wo das alles geklebt ist, braucht tatsächlich so einen Schaumgummi. Wir haben hier in dem Fall echt schon eine gute Gummierung hier drin, die das Ganze schön abdichtet und können somit unseren neuen Lautsprecher problemlos jetzt schon da reinschrauben. Was wir jetzt gleich festmachen, das sind unsere Anschlüsse. Hier Plus und Minus. So, das können wir ein bisschen anbiegen nach oben, weil das kommt nämlich jetzt so rein und wird hier verschraubt. Deswegen hier gleich ein bisschen nach oben biegen, dass es hier keinen Druck mehr hat. 4 Schrauben rein, fertig. Von unserem beigefügten Dämmmaterial schneiden wir uns 2 solche kleine Fetzen runter und kleben die mit auf das Gehäuse mit drauf. Dann können wir nämlich das Gehäuse zumindest einen kleinen Teil gleich mitdämmen. Sobald der Woofer im Gehäuse drin ist, können wir ihn auch wieder zurückbauen. Machen wir das so, Stecker unten raus, Teppich ein bisschen auf die Seite, Kabel wieder an die Stellen zurück. So, genau. Dann geht da auch nichts mehr im Weg um. Genau. Und jetzt haben wir die 2 Stecker, die können wir miteinander zusammenstecken und auf die Seite mit unter den Teppich reinlegen. Und jetzt können wir den ganzen Lautsprecher wieder da festmontieren. So. Jetzt durch die Gegend fliegen. Letzte Schraube rein. Und jetzt können wir uns an die Türen ranwagen. Die Türverkleidung wird entfernt, indem man jetzt diese Blende wegklippt. Darunter verbergen sich 2 Schrauben und der Rest von der Türe ist ringsrum geklippt. Und im Schnelldurchgang könnt ihr jetzt mal zuschauen, wie das weggeht. So, und jetzt können wir das wegmachen. Jetzt 25er Torx.
Können wir unten rein. So. So. Dann haben wir die Clips hier. Ich habe jetzt auch gleich die ganzen Halteclips für die Kabel mit entfernt. Und damit wir jetzt unten an den Stecker vernünftig drankommen, können wir den von unten nach oben durchbiegen und dann andersrum rausnehmen. So, können wir den rausnehmen und jetzt hier abstecken. Klick. Jetzt bleibt nur noch der Mitteltöner hier, den wir auch noch rausschrauben können. Der wird jetzt ersetzt. Den rausnehmen. Und jetzt können wir auch diese Stecker hier wegnehmen. Und jetzt sehen wir hier, das ist noch das Kabel, das geht zu dem originalen Hochtöner. Und das ist das Kabel, das kommt von der Endstufe, das wir ja jetzt neu bepowern. Beim BMW GT ist hier lediglich dieses Spiegeldreieck, weil es hier gar keinen Fensterrahmen mehr gibt. Es gibt Fahrzeuge, da ist das ganze Spiegeldreieck mit dem Hochtöner in dem gesamten Kunststoffrahmen drin und muss dann praktisch der ganze Rahmen rausgenommen werden. Das haben wir auch schon in unserem BMW F31 Video mit dem Standard-Soundsystem gezeigt, wie das genau funktioniert. Hier in dem Fall haben wir nur noch unser Hochtönerdreieck, das wir oben erst entklippen, an der Seite rausziehen und da ist so ein kleiner Widerhaken drin, der in die Führung mit reingehängt wird und alles wieder zusammen gemacht wird. Man muss jetzt nur an der Seite aufpassen, diese Linie, die muss hier innen drin nachher auch drin sein und wieder richtig verankert sein. So, aber wir machen jetzt erstmal hier einen neuen Hochtöner rein. Beim Spiegeldreieck kann man von hinten das Kunststoffteil rausnehmen. Das ist ein kleines Dämmmaterial und hier den alten Hochtöner komplett lösen. Und mit dem Schraubenzieher kann man da unten reinfahren und die Klammern lösen und den ganzen Hochtöner hier rausnehmen. Der ist nur geklammert und wir nehmen unseren neuen Hochtöner und da ist extra diese Nase da dran und die Nase gehört in diesen Spalt hier mit rein. Und jetzt klicke ich den bloß rein und damit ist der neue Hochtöner schon drin. Das Kabel müssen wir an der Stelle hier durch diesen Kunststoff ein bisschen durchnehmen und das Kabel da durchziehen. So. So muss das nachher ausschauen, weil jetzt können wir das Kabel auch sauber in diesem Kabelschacht mit runterlegen. Die Nase muss jetzt hier in diese Verankerung rein. So, und jetzt müssen wir aber auch schauen, dass diese Linie um dieses Gummi drumherum geht. Genau so. So. Und jetzt ist der auch wieder fest. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, solange hier noch kein Tief- oder kein Mitteltöner drin ist, ein bisschen was am Außenblech mitzudämmen. Und auch die Partie wird gedämmt und kommt auch nur Akustik-Fließmatte hier oben drauf, dass wir das optimal vorbereitet haben für den Mitteltöner. Wir haben es etwas ausführlicher in unserem anderen BMW-Video für den F31, den schwarzen Touring, wo wir das Standard-Soundsystem gemacht haben. Da könnt ihr euch das gleiche Thema hier nochmal anschauen. Wir machen es hier nur im Schnelldurchgang. Bevor wir den Mitteltöner jetzt hier reinbauen, um das Innenblech wieder ebenfalls zu dämmen, legen wir noch ein bisschen Bitumenband um den Tieftöner drumherum, damit der schön vibrationsfrei aufliegt und natürlich auch dicht ist. So, und da kommt jetzt auch noch die Frequenzweiche von hinten her, und zwar ist das unser graues Kabel. Das legen wir von da hinten rein, das muss jetzt auch noch weg. Eigentlich ganz gut ran. Und das legen wir jetzt da hinten rein. Okay. So, und jetzt können wir den da reinmachen.
und mit den ursprünglichen Schrauben auch wieder festdrehen. So. Den Mitteltöner haben wir ja jetzt schon hier an der Frequenzweiche angeschlossen. Die muss jetzt auch nur hier untergebracht werden. Zudem müssen wir jetzt hier diese Masse hier ein bisschen entfernen. Da können wir gegebenenfalls auch frisches Bitumenband nachher noch mit dran machen. Empfehle ich grundsätzlich, 1 Meter mitzukaufen, dann ist man flexibel. So, und jetzt können wir das Ganze hier so ein bisschen runter machen, kommen wir auch nachher gut dran. Zu allem machen. Jetzt machen wir hier so eine Dämmmaterialschleife rein, dass wir die Weiche hier an der Stelle positionieren können. So, dazu legen wir das Material hier an. So, und da drücken wir das jetzt rein, damit wir so eine Kuhle haben. Weil hier kommt nachher die Türverkleidung drauf und da darf nichts hervorstehen. So, und das Wasser gegebenenfalls würde hinten drinnen nach hinten ablaufen und wir können jetzt vorne die Frequenzweiche so reinlegen. So, dann trägt die hier nichts mehr auf. An der Frequenzweiche sind jetzt noch 2 Kabel frei. Eins ist unser Kabel, was von der Endstufe hinten kommt, können wir anstecken. Und das andere ist das, was natürlich noch zum Hochtöner geht. Das ist alles vorkonfektioniert. Nur noch zusammenstecken, das ist auch verpolungssicher bereits so gemacht. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir die Kabel schön machen und das Ganze da unten drunter packen. So. Rückwärtig auf der Türverkleidung können wir den Teil jetzt noch mit Akustikdämmstoff verkleiden und bekleben. Abnehmen. Da abnehmen. Da, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Den dürfen wir nicht überkleben. Da müssen wir also jetzt schon ein bisschen alles ausarbeiten. So, jetzt werdet ihr euch fragen, und da atmet das jetzt durch vom Lautsprecher? Nein! Wir machen hier eine Öffnung natürlich rein. Alles soweit vorbereitet, jetzt können wir die Türverkleidung wieder installieren. Hier hängen wir den Türendriegler wieder mit ein und natürlich auch alle Kabel, die wir vorher gelöst haben, kommen jetzt wieder an die Türverkleidung dran. Klick. So, und jetzt können wir das Ganze wieder zuerst mal hier reinmachen. So. Und jetzt setzen wir den an. So, oben zuerst drin. Und jetzt können wir da an der Seite schauen, dass alle Clips in der richtigen Position sind. Das war's. Dran. Schrauben rein, fertig. Die Lautsprecher für vorne haben wir ja jetzt schon bereits komplett installiert. Und jetzt schauen wir mal, wo sich denn der originale HiFi-Verstärker von BMW aufhält. Der hält sich nämlich hier im linken Seitenfach auf. Hier sehen wir schon die Kabel runterlaufen unter diesem Kunststoffteil. Aber wir machen jetzt mal die ganzen Verkleidungsteile schnell aus dem Kofferraum raus, damit wir eine richtig gute Übersicht kriegen. Bei einigen BMWs ist der Verstärker auch bereits direkt hier installiert und ist direkt ersichtlich. Hier beim BMW GT haben wir den tatsächlich unter dieser Verkleidung. Insofern müssen wir das halt hier wegmachen. Und jetzt können wir das Kunststoffteil rausnehmen
Und voilà, hier sehen wir jetzt unseren HiFi-Verstärker mit unserem BMW-Stecker, wo wir jetzt uns gleich drauf adaptieren. Wir müssen jetzt das hier abgreifen. Wir machen unseren Verstärker nachher hier rein und die Batterie ist auf der anderen Seite drüben. Müssen wir eine Verbindung machen, deswegen machen wir auch noch diese Verkleidungsteile hier weg, um das perfekt einbauen zu können. So, machen wir raus. So. Die lösen. So, Dalle, jetzt haben wir unsere Batterie freigelegt und da ist unser Pluspol, auf den wir nachher noch drauf müssen. Wir nehmen zur Verkabelung unseren V20 Kabelsatz. Der hat zwar jetzt etwas mehr Pluskabel drin, als wir benötigen, aber der Rest passt alles. Und wir schneiden uns halt jetzt da gegebenenfalls 2 Meter runter. Und die Masse geht ja eher auf Karosserie. Mit Plus und mit Minus können wir jetzt hier unterhalb reinfahren. Halt, da müssen wir rein. Und können in die Batterie, in den Batteriebereich rein. Hinten gibt es einen richtig guten Massepunkt. Da können wir unsere Masse drauf bringen. Und hier natürlich mit einem Sicherungshalter, den wir jetzt gleich noch montieren, hier auf den Pluspol drauf. Und somit hätten wir jetzt die Kabel da, wo wir sie brauchen, unten drinne. Wenn nachher die Verkleidung wieder drauf kommt, dann kommen wir hier mit dem Kabel in etwa raus und können die an der Endstufe anschließen. Montieren werden wir unsere geladene Endstufe an dieser Stelle. Und damit wir das schöner und besser verschrauben können, mache ich jetzt hier tatsächlich noch eine Montageplatte rein, die ich drunter mache, weil die kann ich von hinten dann verschrauben ans Holz und von vorne dann eben so festmachen mit den Seitenbefestigungen hier an der Seite. Einmal Montageplatte gemacht, mit Nadelflies überzogen, damit das ein bisschen nach was ausschaut. Und jetzt können wir das mal so rum montieren. Jetzt können wir die Endstufe direkt hier so festschrauben, dass wir von der anderen Seite hier ins Holz reinschrauben und nicht mehr jetzt irgendwie eine schlechte Verbindung haben. Damit wir jetzt das Stromkabel, was von der Seite hier kommt, und das andere Signalkabel, was von der Seite kommt, bis zur Endstufe zu bringen, reicht es aus, wenn wir einfache Schlitze reinmachen, weil dann wird das Ganze auch völlig unerheblich, wenn das Fahrzeug mal zurückgegeben wird. Solche Schlitzchen sieht ja kein Mensch. So, und jetzt müssten wir das, da kommen wir jetzt nachher mit dem Kabel durch. Genau hier. So, und auf der anderen Seite reicht sogar einfach nur ein Schlitz. So. So, und die kommen nämlich jetzt schon auf Kanal 1 und Kanal 2 und können wir hier so ein bisschen zurückziehen. Das war es nämlich schon auf der Seite. Und jetzt können wir noch die Signalleitung können wir jetzt gleich da drüben mit durchlegen. So, das ist nämlich der Power zu unseren Lautsprechern aus der Endstufe raus, angeschlossen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist Plus und Minus hier dran bringen und das Ganze wieder in das Fahrzeug bauen. Wir müssen an der Stelle jetzt noch einen Sicherungshalter einbauen. Das habt ihr jetzt auch schon zum zigsten Mal gesehen. Könnt ihr euch ein anderes Video anschauen. Wir machen das jetzt mal einfach im Schnelldurchgang. Das war Schnelldurchgang Sicherungshalter. Das ganze Powerkabel schön mit Gewebeschlauch eingepackt, können wir jetzt hier reinlegen und direkt auf Masse anschließen und auf Plus, wenn es dann alles angeschlossen ist. So, aber Masse können wir doch gleich machen. Das ist 13er. So. Minuskabel legen wir direkt drauf und wieder dran. So, gut.
Glück. Ja, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Doch, geht irgendwie, oder? So können wir das hängen lassen. Dann kommt alles zusammen. Unser Stromanschlusskabel und Soundabgriffkabel hier rüber. So, jetzt haben wir das schon drin. Jetzt brauchen wir nur noch die Stromversorgung durch unseren Schlitz mitbringen. Und dann auf Plus und Minus noch mit rein. Das war's. Jawohl. Plus und Minus. Gut. An der originalen HiFi-Endstufe von BMW müssen wir jetzt das Kabel wegnehmen. Jetzt müssen wir das wieder hier zusammenstecken. Und jetzt wird hier im Prinzip 1:1 alles durchgenommen, was wir an der Endstufe noch brauchen. Also auch die ursprüngliche Stromversorgung wird durchgeschleift und wieder zumachen. Und wir haben jetzt die Kabel abgegriffen, die zum Frontsystem gehen würden. Und das sind die Kabel, die jetzt aber wirklich über die Endstufe zu unserem Frontsystem neu funktionieren. Damit haben wir jetzt alles abgegriffen und alles nur dazwischen gesteckt, nichts mehr gezwickt, sondern nur noch Plug and Play mit Gladen Boxmoor. So, wir haben schon die ersten Teile wieder zurückgebaut, können auch die ganzen Clips soweit schon wieder reinmachen. Weil das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, die Stromversorgung dranbringen und dann werden wir noch das Setup für den BMW aufspielen, damit die ganzen Lautsprecher perfekt eingestellt ist. Dafür gibt es Boxmoor Setups, die wir aber für euch auf die Endstufen drauf spielen. Also ihr braucht das nicht mehr machen, aber so ansatzweise werden wir es euch noch kurz zeigen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt unsere Mosconi Endstufe mit dem USB-Kabel an den Laptop verbunden. Wir öffnen auf dem Laptop die Software Mosconi Gladen 628. Er erkennt jetzt automatisch gleich die Gladen 130.4 DSP. Und hier gehen wir dann rein und sagen Preset 1. Und jetzt fragt er schon, möchtest du die Daten von der Endstufe hier auf die Konsole kopieren, damit wir jetzt wissen, was überhaupt drauf ist. Wir haben, wie gesagt, schon die Software für den BMW hier aufgespielt gehabt. Aber jetzt ziehen wir nochmal alles, was auf der Endstufe drauf ist, hier in unsere Software rein und können damit weiterarbeiten. Wir haben das ja für euch schon alles erledigt, die entsprechende Endstufe mit der passenden Software auszustatten. Wer das aber selber für sich machen mag, kann jetzt zum Beispiel auf seinem Desktop dieses Sound-Setup sich abspeichern und von hier aus dann in den Prozessor ziehen. Und damit haben wir jetzt auch die vorgegebenen grafischen Veränderungen, die hier bereits von Gladen Mosconi für dieses Fahrzeug perfektioniert worden ist. Und können uns das mal anschauen. Wir wollen natürlich jetzt nichts verändern. Wir haben die entsprechenden Filter alle gesetzt, so dass es passt. Also hier brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr machen. Wer jetzt versiert ist, kann natürlich hier mit seinem PC an der Software noch was verändern. Für jeden, der sagt, hey, hast du noch einen Schuh offen? Ich mache da gar nichts mehr. Der kann natürlich jetzt, der braucht hier gar nichts mit dem PC machen. Der steckt einfach seine Endstufe an und lässt es ab der Stelle einfach gut sein. Also Gladen Mosconi hat ja in dem Boxmoor Setup für das Fahrzeug schon alles eingestellt. Das Einzige, was wir noch einstellen müssen, das sind die Pegel. Und zwar kennt es so ziemlich jeder, der schon mal eine Endstufe eingebaut hat. Das sind die Gain-Regler an der Endstufe. Und zwar die hier, die den Level sozusagen vom Frontsystem lauter und leiser macht, beziehungsweise vom Subwoofer lauter und leiser macht. Wir lassen jetzt zum ersten Mal Probe hören. Alle Regler auf 0. Und auch unsere High- oder Low-Level
Switcher, die müssen gedrückt sein, weil wir fahren mit dem High-Pegel in die Endstufe rein. Und die Endstufe erkennt jetzt automatisch, da ist jetzt Signal drauf, ich schalte jetzt an. Sollte das Radio abgeschalten werden, ist hier kein Sound mehr drauf, also schalte ich wieder ab. Wir haben jetzt noch die Level am Gain richtig eingestellt, also einfach das Gain auf Kanal 1 und 2 so laut gedreht, bis es vorne am Radio auch bei maximaler Lautstärke, vielleicht noch einen Tick zurückgedreht, aber dann die volle Lautstärke wiedergibt. Das ist jetzt soweit alles erledigt. Wir machen jetzt alle Teile nochmal dran, sind mit der Installation jetzt fertig. Und dann gibt es natürlich jetzt sofort noch einen Hörcheck, sind wir schon ganz geil drauf. So, Babu. So, jetzt geht's los. Dann checken wir mal mit unserer GEMA-freien Musik, was hier abgeht. Also Bass ist schon mal mächtig viel mehr wie vorhin. Also auch Pegel ist extrem. Wow. Krass, also Pegel haben wir extrem viel mehr. Ich höre jetzt auch noch ein bisschen andere Musik, keine GEMA-frei, deswegen nehme ich euch erst anschließend wieder mit rein und sage euch, wie jetzt Stimmen klingen, wie Hochtöner klingen und wie die Abstimmungen sind und wie die Laufzeitkorrektur sich auswirkt. Also bis gleich, ich höre jetzt mal nicht GEMA-freie Musik. So, also schon geil. Der Unterschied ist einfach wirklich groß, selbst zu diesem HiFi-System von BMW. Über den Bass haben wir schon ausgiebig gesprochen. Der Bass ist jetzt viel voluminöser, der ist richtig da, ja, und auch gerade im tieferen Bassbereich, wo auch die HiFi-Anlage eigentlich völlig abgelust hat. Da kommt halt kein richtiger tiefer Bass mehr. Jetzt aber sehr wohl, jetzt merkt man richtig. Und die Stimmen und die Hochtöne, alles klingt wesentlich sanfter, weicher, auch bei der höheren Lautstärke klingt das auch alles viel angenehmer, wo es vorher halt einfach total gedrückt und gepresst geklungen hat. Jetzt haben wir alles offen, also jetzt kann man das wirklich eine audiophile Anlage nennen, die auch richtig Schmackes hat und auch die Laufzeitkorrektur, die Stimme, die ist da vorne hingenagelt, die ist super. Wir haben ein Wahnsinn-Staging, wir haben eine super räumliche Tiefe. Man merkt auch ganz klar die Qualität der Lautsprecher, die löst das Ganze viel mehr auf. Und ich höre keinen einzigen Lautsprecher vom Ort selber her, sondern einfach nur einen Guss an Musik, der total harmonisch ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber ich glaube, das langt, um meine Begeisterung zu sehen, dass das Boxmore-System wirklich eine drastische Steigerung ist zum HiFi-System und schon gleich gar zum normalen Standardsystem. Überhaupt nicht vergleichbar mehr. Boxmore steht ja für Plug and Play, so gut es geht. Also wir haben hier wirklich jetzt in dem Fall keine Stecker abzwicken müssen. Alles war perfekt vorgearbeitet. Und wer sich das daheim zutrauen mag, der kann das ja jetzt mit Anleitung nachmachen. Wir verlangen für dieses System einzubauen unter der Voraussetzung, dass es ein HiFi-System bereits integriert hat, das Fahrzeug, verlangen wir 400 € zum Installieren. Für ein Fahrzeug, das ein Standard-Soundsystem hat, würden wir jetzt verlangen 500 € zum Installieren, weil es ein ganz kleines bisschen mehr Kabelaufwand ist. Aber hier beim HiFi-System war ja jetzt alles relativ unspektakulär. Es ist halt ein bisschen Arbeit, aber bei schönem Wetter und mit dem passenden Werkzeug ist es doch alles machbar von uns. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wer Lust hat, kann sich bei uns melden, kann auch die Kommentare unten ergänzen mit seinen Erfahrungen damit. Und ich danke schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Olli. Bis dann. Ciao.